Also das Seminar heißt Out of the Box, Entwicklung einer Intervention zum Abbau negativer Altersstereotype. Und das ist das erste Mal, dass ich das anbiete an der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Masterstudiengang für Psychologiestudierende und ist aber, glaube ich, nicht das letzte Mal. Also Altersstereotype ist ein gesellschaftlich relevantes Thema, weil die meisten von uns wissen, dass sich die demografische Zusammensetzung unserer Gesellschaft ändert, hin zu immer mehr älteren Personen. Das Seminar, das durchläuft mehrere Phasen. Im ersten Schritt haben wir eine gemeinsame Wissensgrundlage geschaffen, einfach Wissen darüber vermittelt, wie Altersstereotype zustande kommen und wie sie aufrechterhalten werden, weil das die Punkte sind, an denen man ansetzen kann. Da kann man potenziell was verändern. Wir haben uns auch bestehende Interventionen angeguckt, also erfolgreiche Programme, die es bereits gibt, und haben die dann bewertet mit Blick auf ganz bestimmte Kriterien. Da haben wir erstmal unseren Blick geschärft dafür, wie denn eine gute Intervention verankert ist in der Theorie und woran ich das erkenne. Und dieses Nachschärfen sozusagen dieses Theoriebezugs, das hat uns auch begleitet im Laufe des gesamten Seminars. Und dann gab es eine Phase, wo ich mich bemüht habe, die Studierenden dabei zu unterstützen, ihr eigenes Wissen anzuzapfen und miteinander zu verknüpfen, indem wir so Kreativitätstechniken auf eine professionelle Art und Weise erarbeitet und ausprobiert haben. Und dann spielte eine große Rolle in diesem Seminar, dass ich auch wollte, dass die Studierenden mit ihrem Vorwissen arbeiten, dass sie also in diesem fiktiven Szenario, in dem man eine Intervention entwickelt und dann einem Geldgeber oder geldgebenden Institutionen pitcht sozusagen, dass das bewertet wird durch ein Expertengremium. Und dieses Expertengremium sind ebenfalls die Studierenden, die also dann die Perspektive wechseln und diese Interventionspitches beurteilen auf der Basis von bestimmten Kriterien, die wir vorher erarbeitet haben. Also es wurden immer wieder Situationen geschaffen, in denen wir miteinander diskutieren können, wo es quasi einen groben Rahmen gab, aber keine eindeutige Lösung. Eine Übung, die wir gemacht haben, ist, dass wir uns verschiedene Bilder angesehen haben und dann entscheiden sollten, ist das Ageism oder nicht. Und je nachdem haben wir dann rote oder grüne Punkte auf diese Bilder aufgeklebt und haben am Ende geschaut, wo sind besonders viele rote Punkte, wo sind besonders viele grüne Punkte, wo ist es vielleicht sehr gemischt. Und darüber haben wir dann im Anschluss diskutiert. Also zunächst einmal, was das Seminar sozusagen besonders macht und zum Teil auch abhebt, ist eben, dass diese Gestaltung der Intervention eingebettet war in ein fiktives Setting sozusagen, eine Ausschreibung für entsprechende Fördermittel für ein Interventionsprogramm zur Reduktion von Altersstereotypen. Das macht es dementsprechend sehr praxisnah und bietet sozusagen die Möglichkeit, entsprechend Transferleistungen auch zu haben für beispielsweise ein späteres Berufsleben, dass die Studierenden, die ja zu dem Zeitpunkt im Master studieren, dass ihnen sozusagen auch ganz bald bevorsteht. Und was Frau Dr. Rauers sehr gelungen gemacht hat, ist zunächst erstmal eine wichtige Grundlage zu schaffen, nämlich das Wissen über Mechanismen zur Entstehung von Altersstereotypen und auch welche Konsequenzen sie haben. Also warum ist es auch relevant, negative Altersbilder zu reduzieren. Und da hat sie sich sehr vielen kreativen Methoden bedient, besonders auch dem offenen Diskurs tatsächlich über prävalente Altersstereotype in unserer Gesellschaft, beispielsweise anhand von Geburtstagskarten. Und man sieht dann bei diesen Karten, dass die eigentlich alle ganz schön gemein sind. Also es sind alles humoristische Karten, die das Alter thematisieren als etwas, was man eigentlich nicht haben will. Und darüber werden Witze gemacht. Also dass man sich eigentlich entschuldigt für die Beglückwünschung eines hohen Alters, anstatt zu sagen, dass es auch ganz beeindruckend ist, wenn man alt geworden ist und dass ja niemand früh sterben will. Ja, das ist ja eigentlich was sehr Positives, wenn man jemandem zum hohen Geburtstag gratuliert, aber das findet sich in diesen kulturellen Erzeugnissen nicht wieder. Das findet sich in diesen Karten nicht wieder. Und ich habe wirklich versucht, auch positive Karten übers hohe Alter zu finden und habe keine einzige gefunden. Also ich musste dann wirklich lange suchen und habe mich dann entschieden, das auch genauso zu zeigen, den Studierenden zu sagen, das sind die Karten, die es gibt über das hohe Erwachsenenalter. Und überlegt mal, was daran ist witzig und warum ist es witzig? Warum lachen wir darüber, wenn man sagt, sorry, you're so old? Warum ist es witzig für uns? Ja, also mir hat besonders gut gefallen, dass man so viele verschiedene Herangehensweisen an das Thema hatte. Also wir haben ja eben auch schon besprochen, dass wir uns zunächst in Diskussionen mit dem Thema Altersstereotype an sich auseinandergesetzt haben und dann eben aber auch selbst eine Intervention entwickelt haben.
Und mir hat dabei gut gefallen, dass man ja selbst einmal Hand angelegt hat und es jetzt nicht, ich sag mal, ein klassisches Seminar ist, wo einfach nur Vorträge gehalten werden, sondern dass wir am Ende ein Endprodukt haben, was wir als Studierende erstellt haben. Ja, also ich freue mich ganz, ganz dolle über diesen Lehrpreis der Friedrich-Schiller-Universität Jena, weil ich mich in diesem Seminar echt was getraut habe. Ich habe da auch neue Wege beschritten und habe mich das unter anderem getraut, weil ich vorher Ermutigung bekommen habe durch zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, die ich gefragt habe zu meinem Lehrkonzept und die ich vorher um vorab Feedback gebeten habe. Unter anderem auch von Lehre Lernen, von dieser Gruppe, die so tolle Weiterbildung für uns anbietet. Da habe ich auch teilweise professionelle Didaktikerinnen gefragt vorher, was sie davon halten. Und es war aber trotzdem aufregend, das auszuprobieren, weil es wirklich ein bisschen anders war als eben das klassische Format von Vortragenden, die sich da gegenseitig Vorträge halten. Und ich glaube, mich ermutigt das, weiter so kreative Wege zu gehen. Und mich ermutigt das auch, Neues auszuprobieren, auf die Gefahr hin, dass vielleicht auch mal eine Übung nicht so gut klappt oder irgendwas Aktivierendes nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, diese Idee, dass man durch aktivierende Mitarbeit mehr mitnimmt als durch einen reinen Frontalunterricht, das ist bekannt und wird hier erneut sozusagen gewürdigt durch das Komitee. Und ich hoffe, dass das ermutigt, also mich und auch andere, kreative Wege zu gehen, die Studierende aktivieren und aktiv Sachen ausprobieren lassen.